Someone's gonna do it. Ich bin überzeugt davon, dass du als erstes in der Mitte stehst. New generation, man. Go! Go, go, go. Can you take the champ out? Wenn du alles gemacht hast, liegt es nicht an dir. Grüß Gott. Meine Verehrung, die Herren. Und Damen natürlich. Was machen wir denn jetzt, Stefan? Wir fahren zu Urus. Und dann? Schauen wir, wie es ihm geht. Hast du ihn schon gesehen? Live? Hm? Nein. Das erste Mal jetzt. Seit America. Seit den ISN-Days quasi. Aber jeden Tag telefoniert und zusammen gepostet. Aber jetzt live wieder zum ersten Mal. Das ist natürlich immer besonders spannend. Klar. Also ich freue mich, deswegen habe ich auch schon nervig geschrieben, wann ich endlich kommst und was Sache ist, weil ich dorthin wollte. Ich habe schon überlegt, ob ich auf alles scheiß und einfach zu Fuß jetzt hingehe. Aber dann habe ich irgendwie Respekt vor den herumlaufenden Alligatoren gehabt und habe mir gedacht, im Sinne der Gesamtheit gehe nicht durch den Sumpf quer durch, weil sonst hätte man so wie mit dem Auto jetzt rundherum fahren müssen, weil diese gated Communities hier durch Sumpfgebiete durchzogen sind und die Chance auf einen Alligator zu treffen, würde mein Fuß, Bein, Arm, Kopf wahrscheinlich nicht gefallen. Ich finde das so super. Das ist tatsächlich ein Downgrade der gated Community since der, wo wir das letzte Mal waren. Das Eingangstor ist immer offen und das Ausfahrtstor ist immer zu. Die haben irgendwie diese Zugang. Schau mal, bitte, da schau, die Viecher. Schau, da ist auch so eine Schildkröte. Schau. Ich habe jetzt eine neue Taktik, viel zu große Leiberl, damit ich nicht mehr so fett ausschaue. Da sieht man ganz genau den Bauchnabel, oder? Das sind ja der Zwergengucker. Wie die Geier, Alter. Das ist der Zwergengucker. Wie die Geier. Was habt ihr da für einen Prinzessinnenwohntag? Guten Morgen in alter Früh. Stefan hatte schon wahrscheinlich sein Champ-Frühstück schon. Nein, noch gar nichts. Ich habe außer Schleichwerbung für andere Firma einen Prime Hydrate Drink in irgendeinem Punch-Geschmack noch gar nichts. Ich würde sagen, hier, guck mal. Gestern war Gestern legendäres Stefan Kienzel Frühstück vom Nachttisch. Der Prime und die Oreo Minis. Aber die Minis sind super, die kannst du neben dem Arbeiten wegsnacken. Meinst du, ich bin gerade am Frühstücken. Ich sag, okay, nice, was gibt's, was seid ihr? Ja, ein Bett. Willst du irgendwas? Hast du irgendwas? Schau, also das Einzige, was... Also ich will jetzt nicht zu cleane Sachen an dich geben, weil sonst spielt dein Körper noch verrückt. Deswegen Ist das so? die einzige Option die Rice Krispie Treats von Alice, die... Ja, Stefan ist da, aus einem bestimmten Grund. Und zwar zum Frühstücken. Guten Hunger. Kommt hier noch kurz vorbei, es gibt ein paar Sachen bei Zum Essen natürlich, ja. Waste war jetzt super. Ah, du überziehst schön nach hinten, perfekt. Boom. Das war's jetzt, gell? Warum? Das ist Ich drehe mich schon direkt so hin, weil zur Erklärung für die Zuschauer,
Das hier hinten ist der Spot, wo es bei mir darum geht, ob es gut ist oder nicht. Da ist gar nichts drin, gell? Aber es fließt so Line-Up von vorne, Alter. Doppelbizeps, scheißegal, welche Pose. Vollkommen okay. Line-Up von vorne ist da so schön zusammengezogen gewesen und Doppelbizeps von hinten war das so da auch komplett. Weißt du, was auch Next Level ist? Diese Dünnheit von der Seite, aber jetzt nicht nur beim Vakuum, sondern auch wenn du normal Bauchbeine machst. Dass das so richtig zack, 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 so zusammengefaltet ist, gell? Kontrolle. Ich frage mich halt, ich wässer ja gerade auf und du weißt, wie es immer war. Mit Salz und Bauch, da sah ich immer kacke aus. Aber jetzt, was passiert, wenn wir das Wasser reduzieren und die Carbs drauf machen? Dann zieht's. Dann zieht's die Schichtdicke, die jetzt da noch da ist, an Wasser, richtig das zusammen. rein. Genau. Hast du schon mal gedacht, bei der Favorite Classic den Armwinkel so wie in der Doppelbizeps zu haben, oder hast du den bewusst weiter offen? So ein bisschen so halt dann. Jetzt hast du immer ein bisschen weiter offen gehabt. Ja, schon so, aber halt dann nach rein. Genau. Aber der Arm ist echt. Yeah. Selbst das schaut gut aus. Und das war fast immer die schwächste Pose, wenn du sowas machst, weißt du? Ja, so Crabs dann. I think you can be the most popular bodybuilding athlete in the world in 3 to 4 years. You're gonna have worldwide recognition before you know it. Ja, geht noch, sauber. Schöner Satz. Wir sind ins Kissimmee gefahren, wo wir auch für die erste Olympia trainiert haben. Und ja, hier kamen wir rein, wir wurden vom Chef höchstpersönlich empfangen. Jonathan, genau, selbst Bodybuilder und hat für alles mehr Verständnis. Und deswegen, ja, sind wir jetzt hier, machen Brust, Bizeps, Disco-Pump auf dem Sonntag und ja, haben mit Liegende vorab gemacht. Chef auch am Start, habe ich ja gesagt, überwacht jetzt, nimmt mir den Spaß im Training. Ja, aber heute können wir noch relativ gut ballern. Morgen bremsen wir dann runter, aber haben auch im Auto schon besprochen, wie wir aufsplitten. Heute Brust, Bizeps, morgen Schulter, Trizeps, den Tag drauf machen wir Rücken und Nacken und dann entweder ein Oberkörperpump oder noch ein Armday oder so. Bleib bei dem Gewicht. Ja? Mach so noch 2, 3 Sitze. Schon Mind Muscle. Fühlt sich gut an. Ja, es zieht das Wasser in den Muskel und nicht so. Es bläst nicht nur auf, Ja. Es ist so eine Umverteilung. Ja. So, ich wollte jetzt hier noch nicht die ERAs reinlernen, weil ich mir später ein kaltes Wasser holen, die da reinleeren. Und vorher habe ich hier noch 1 Gramm Salz reingeleert.
dachte, ich trinke das dann schön zusammen, weil ihr wisst ja gerade, 10 Gramm Salz, 8 Liter Wasser und jetzt trinke ich hier schönes Salzwasser im Training. Aber es versorgt, das hydriert den Muskel und darum geht's. Jetzt würde ich auch Scheiße fressen in der Woche. Ja, der Pump ist abartiger als sonst. Ja. 2 Scoops Grizzly Punch, Baby. Stefan muss wieder Bilder machen. Star-Trainer, was soll man machen? Jetzt Scheiße. Liter ist drin, ich hole mir noch ein Wasser. Yeah, totally. Really, really nice to meet you. Easy. Let's come. Top. Jetzt machen wir noch Fliegen da. Im Cover, im Flex. 8-8er, die sind geil. Cool. Thank you. Best of luck, brother. Can we get pictures with you as well? Is that okay? Yeah. It's appreciated. How you doing, guys? In the UK, huh? I am. Okay. Been living in China for 15 Wow. years. Long time. I definitely need to come over to you guys. Definitely. Bodybuilding's getting Yeah, massive out there. it's getting massive, huh? Yeah. Over there, I see those athletes. Nice. Good job, bro. Cheers. Hey, wish you best of luck. Thank you. So, Hammer. Immer, das ist immer dabei. Jetzt haben wir uns mit dem chinesischen Mitstreiter auch mal ein bisschen beschäftigt. Die, muss ich sagen, die Asiaten sind sowas von respektvoll. Das ist so cool. Also so sollte man sich begegnen, mit tiefstem Respekt voreinander. Geiler Typ, ich kann den jetzt noch nicht, aber wer den Bären in Japan, China sehen will, Bitte, bitte. schreibt es unten in die Comments. Markus hinter der Kamera kann es wahrscheinlich noch weniger erwarten, in die Welt der Animes einzutauchen und des Rahmen. Aber ja, würde mich auch freuen. Wie gesagt, Bodybuilding dort wird auch gerade richtig groß. Was aber auch gerade richtig groß wird, ist meine Brust. Was habt ihr denn gedacht? Einen guten Pump am Start. Und jetzt einfach, um ein bisschen mehr zu hydrieren, wieder eins der guten alten ERA-Packs. Einfach perfekt. Eins für jedes Training immer dabei. Damit ist das dann heute auch schon der 6. Liter hier, der ins System läuft. Aber ist immer witzig, wenn man es dann aufschreibt, ist es gar nicht so viel mehr, was ich trinke, weil ich die letzten Wochen eigentlich immer meine 8-9 Liter getrunken. Genau, warm ist so. In diesem Sinne machen wir jetzt noch fliegende 8-8-8er. Sprich oben, Mitte, unten und dann passt es. Hui. Hier noch einen schönen Finisher und dann haben wir ja,
Immer noch nicht die 100er Herzfrequenz, aber dafür Oder danach musst du sie gehabt haben. 96. Wir werden das jetzt dann verifizieren nach dem Satz. Der erste Blick wird auf die Uhr gehen. Unter 100 darf ich nicht aufhören, Alter. Auch hier werden die Spuren natürlich hinterlassen mit der ESN-Note. Aber es ist Olympiawoche und da muss jeder wissen, dass es gerade fette Rabatte gibt bei ESN. Und zwar auch noch den Grizzly Punch, den Crank Olympia, von mir entwickelt. Extra feurig das Ganze, also wenn ihr die Dose aufmacht, ich habe schon ein paar Videos gesehen, nicht auf Lunge ziehen, nicht einatmen, weil da kommt euch gleich mal sowas von der Feuer in die Lunge, das Feuer in die Lunge. Und für alle, die den realen Bodybuilding Sport verfolgen, deswegen haben wir 25% auf Designer Whey, aufs Isoclear 25%, Alter, auf Crank Pump Pro. Zudem gibt es meinen Olympia Booster, den Grizzly Punch für euch, limitiert am Start. Also ja, da auf jeden Fall direkt zuschlagen. Es gibt das Olympia-Shirt, das Miracle Bear Olympia-Shirt Team ESN. Also das Ganze auch im Bundle. Von dem her könnt ihr da auf jeden Fall maximalen Olympia-Support auch da lassen. Und auf Athlete Stack und Kreatin gibt es auch noch 25%. Also ich würde sagen, zuschlagen, mit Polacco in die Tasten hauen und dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Alter, das gibt's ja nicht. Vielleicht switcht es aber gleich noch. Glaubst du, dass der Nachburner kommt? Kommt der Nachburner? Es erholt sich bei mir so schnell wieder. Nee. Apple ist da. Oder ich bald. Ja, er steht. Aber das graue, hellgraue heißt, glaube ich, mal errechnet. Naja, Prost haben wir. Jetzt machen wir noch Bizep, Junge. Was ich hier feiere, es ist nicht so ultra klimatisiert, sondern es hat Raumtemperatur. Also ich schwitze auch ein bisschen und das fühlt sich dann definitiv besser an. Ich werde wahrscheinlich trotzdem mit dem Hoodie morgen trainieren. Einfach fürs Feeling ist der. Aber es ist schon, ja, ist definitiv angenehmer als im Revive vom Klima. Jetzt kommt noch interessant werden. Noch alleine? Nicht alleine. Jetzt komme ich dazu. Klassische Konzentrationskurs. Enttäuschen einfach nie. Alle Bodybuilding-Fans kennen
diese Kurzhantel von Ivanko. Fuck die Hände, Alter. Ja, du auf der Titte, Alter. Ja. The Miracle Bear arrived here in the best gym in Orlando, of course, for my friend Jonathan. Big man with a big heart and a super cool gym, so make sure you're here when you're in Kissimmee. And I have the honor to sign this year's 2023 Olympia banner here. And of course, some people go to sign it in the middle, but we want to make history this year, so we're gonna go here. Miracle Bear is hungry and he's climbing up the hill. Let's go.